Passt, 23 Uhr. So Wasser. that's how Kate got the morphine. But what exactly does this testing involve? Could this have been what killed Kate? 11 o'clock. Just an hour left to solve this thing. Wie weit sind wir denn? 81%. Sind wir da gleich fertig hier? Okay. Ah, geil. Hier kann ich auch die Antwort nochmal sehen. Nice. Er und Kate nahmen Morphium im Spiegelzimmer. Die Sache ist mit Simon, der hat auch gesagt, er hat eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun, ne? Oh, die Musik ist voll schön im Hintergrund. Ja, okay, wir fragen einfach jetzt wieder jeden bezüglich den ganzen Angelegenheiten. Was geht ab? Hat James seine Lieferung bekommen? Soll ich den Chief anrufen? Warte mal ganz kurz. Ich habe eine Weile nicht mehr im Wald ermittelt. Ja, jetzt dadurch, dass ich das Video hier gesehen habe, reden wir erstmal mit James, was es hier auf sich hat. Da gehen wir wieder in den Wald, da sind wieder irgendwelche Leute am Spazieren. Ich kann dir gar nichts fragen. Dann gehen wir in den Wald. Vielleicht finden wir den Typen, der dem gerade die Sachen gegeben hat. Oder war das der Typ, der da irgendwie gesoffen hatte, dass er da rumgehockt hat? So, gehen wir mal in den Wald. Auf dem Bootssteg. Freitag nach 23 Uhr. Passiert was? Aha. Just keep pushing. Just keep pushing. Keep pushing. Keep pushing. You can push it all the way in, Tom, if you want to. Eieiei. Excellent, Tom. Excuse me. Would someone care to tell me exactly what's going on here? Don't come any closer. That man needs a doctor. No, he doesn't. I don't need a doctor. I'm fine. Go away. What is this? A test. Of what? What does it look like? It's a threshold test. A pain threshold test. I thought, you were supposed to be good at working things out, Inspector Jenks. And so this would be for Atlas, would it? Kyle? Ja, ich weiß, wie du heißt. Disappear now. It's not a good idea to talk to a police inspector like that. Do you want me to make you? It's okay, Tom. Mr. Jenks won't be bothering us anymore. Don't make any rash commitments. Ja, einfach mal einen Schlüssel. Well, well. You really should take more care of your things, Ryan. Is your keys, Kyle? No. Nein. So that's threshold testing, is it? Sticking a skewer through your hand? I could just ask Ryan or Paul directly about this, but I think I'll bide my time. See what I can do with this key fob first. Ja, gehen wir zum Auto. Interessant jetzt, ne? Kyle. Was macht ihr für komische Mutproben oder Schmerztests? Was machen die das überhaupt bei Atlas? Ryan kann doch selbst gar keinen Schmerz ertragen.
Oder der macht diese Sachen, damit er diese Schmerzen ertragen kann. Weil er sich ja auch irgendwas durch die Hand bohrt. Und findet er was? Bingo. Well, Ryan, what have you been up to? Be very interesting to see how he explains this one. Ist es ein Check von Kate oder an Kate? 500 Pfund. Er wollte da die Tür leise zumachen, also das war schon alles auffällig. Allein schon dieses Piepen hört man doch. 500 Pfund Check für Kate. Ein Umschlag mit einem für Kate bestimmten Check über 500 Pfund gefunden in Ryans Auto. Vielleicht war das diese Erpressungsgeschichte da. Wegen der Affäre mit zwischen Ryan und Emma? Wo hat James die Kisten hingestellt? Ach so, da gehen wir mal. So habe ich es auch nicht bedacht. Wir müssen zu den Gewächshäusern gehen. Schauen wir jetzt mal hier nach. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir zum anderen Gewächshaus. Geh mal rein. Boah, die Schiebetür ist schon wackelig gewesen. So James is interested in poppy pods, is he? I think he's got some explaining to do. Mondschotten. Da kann man doch Morphium herstellen, oder nicht? Eine Kiste mit Mondschotten, gefunden in den Gewächshäusern der Farm. Geliefert von einem unbekannten Mann. Was hat James dazu zu sagen? Gehen wir direkt so zur Farm. Geht gar nicht. Ich bin schon da, deswegen muss ich dann so laufen. Ist ja ein kurzer Weg. Die Schuhe sind noch voll nach oben gebogen irgendwie, gell? A few more questions, if you don't mind. Ich kann ihn nur bezüglich der Kiste befragen. What can you tell me about several boxes of dried poppy pods in the greenhouse back there? Feel free to take some if you want. What are they for, James? Decoration? Why? Decoration. There's a big market for them among the over 70s. So what are you doing with them? Selling them to grannies. Okay, James, let's just cut to the chase. Are you extracting opium from them? Me? I can honestly say I've never done anything like that, Inspector. Sure about that? Scout's honour. And who was the guy delivering them? A friend. Someone gave them to him. He asked me if I wanted them. I said I'd have a look and see if I liked them. You just thought you'd have a look? No particular reason? I'm a plant scientist, that's what I do. Have you ever sold them to anyone else? I only got them a few minutes ago. In the past. You know Kate's body had opium in the blood when it was found? No, I didn't. Hey, that's nothing to do with me. Let's hope not. James. Mondschotten verwendet zur Dekoration. Ja, klar. Verkauft die Schoten. Mondschotten, habe ich gesagt. Verkauft die Schoten an Pensionäre. Gewann nie Opium aus den Schoten. Heißt nicht, dass er es dann nicht auch machen will irgendwann. Die Schoten sind von einem Freund, der sie nicht haben wollte.
Guck mal, ob ich alles schon durch habe bei dem. Inzwischen haben wir so viele Sachen hier. Na gut, du bist erstmal befreit, James. That's all for the moment. Thank you. Der nächste ist direkt Paul, würde ich mal sagen. Weil weniger die Schoten sind interessant gerade jetzt, momentan. Sondern eher der Spiegelraum. Aber die Schoten sind auch interessant, weil da kann man ja auch, hat er ja selbst gesagt, Opium raus extrahieren. A few more questions, if you don't mind. Can you tell me about the room with the mirrors at Atlas? The one with the combination lock? How did you get in there? I was given the code for the combination. By Ryan? Well, nobody else is allowed to know the code, are they? And not in theory. So how's the room used on the course, then? It's a meditation room where the students can reflect on themselves, literally. And what about the CD? That helps too. It's part of the program. So you send the students into the room, they put the CD on, they stare into the mirrors. And how long does this last for? Until the CD finishes or they fall asleep. What else would you like to know? Was sagst du über den Check? Now, why do you think Ryan might want to give Kate a cheque for £500? I've really no idea. Where did you find it? Just outside. You better ask him. You think Ryan was interested romantically in Kate? I know he has a weakness for blondes, but I didn't think it had gone so far as his offering them cash. Kate war doch gar nicht blond. What do you know about poppy pods? Poppy pods? Ever come across anyone selling them, using them? No. Ja, okay, das war's. Be back later on, if that's okay. Ja, wo haben sie den Check her? Ja, draußen. Das sind ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zugelassene Beweise wären. Vor Gericht oder keine Ahnung wo. Weil bin in ein Auto eingebrochen. Auch wenn ich die Schlüssel gefunden habe. Ich darf da nicht trotzdem einfach reingehen. Ich muss den Schlüssel in einem Fundbüro abgeben. Ich habe den Check aus dem Auto, bin eingebrochen, habe da noch einen Check geklaut. Ja, manchmal muss man dreckig spielen, um diese dreckigen Typen zu überführen. Was sagt Rebecca? Point-and-Click-Adventure, FMV, einfach immer jeden alles fragen und da kommt man weiter. Couple more questions, if that's okay. Do you know anything about a locked room at Atlas with mirrors in it? Not off the top of my head, no. I think that's a question for Ryan. Achso, was mir gerade einfällt. Es kommen gar keine Pop-Ups zu den Errungenschaften, zu den Erfolgen. Auf Steam. Keine Ahnung warum. Ich habe dann irgendwie die Einstellungen geändert, dass man das Steam-Overlay sieht bei dem Spiel, aber irgendwie kommen trotzdem keine Erfolge, keine Trophäen. Weil ich habe auf Steam gesehen, es gibt welche. Eigentlich ist es mir egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist auch manchmal das Steam-Overlay ausgeschaltet. Weil ich den Spielfluss nicht gestört haben möchte. Aber das ist mir jetzt hier einfach aufgefallen, weil es meine zweite Session ist. Ich habe gestern 3 Stunden gespielt und jetzt spiele ich halt, bis ich fertig bin. Bis das Spiel durch ist, aber ich sehe die Trophäen nicht. Und auf Steam habe ich gesehen, dass ich voll viele Trophäen bekommen habe. Mehrere Trophäen bekommen habe. Aber okay, ist halt so. Außerdem habe ich gelesen, dass es sein kann, dass es vielleicht am Spiel selbst liegt. Vielleicht liegt es an dem Patch, das jetzt hier drin ist, wegen dem deutschsprachigen Patch. Aber ist okay. Was weiß sie über diese Mondschoten hier? What do you know about poppy pods? Go on. Ever come across anyone trying to sell them or anything like that? Maybe even in here? Not that I remember. Sie hat interessant geantwortet. Inwiefern, hat sie gesagt.
Weiß nicht viel über Mondschoten, hat noch nie jemanden gesehen, der mit Mondschoten handelt. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das wahr ist. Okay, that's it for now. Thank you. Los, wir gehen zu Simon und Emma. Aber momentan interessiert mich eher Simon. A few more questions, please. Thank you. Odd question, but have you ever seen anyone handling dried poppy pods? Poppy pods? As in, for opium? No. Though James did have opium tea once, I think. Where did he get it from? I don't know, I didn't ask. James does his own thing. What does opium tea taste like? But I don't know, I didn't try it. Really? I didn't want to risk it, did I? I went to hospital once, I had codeine and I went into anaphylactic shock. The doctor said it was an opium derivative, apparently, so... Ist allergisch gegen Opiate. Der hat doch Morphium genommen, zusammen mit Kate. Morphium ist doch das Gleiche. Oder irre ich mich? Ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen hier. Aber ich versuche das mal irgendwie hier als Widerspruch darzustellen. Meiner Meinung nach ist es dasselbe. Ja, ist es auch. You and Kate took morphine in the mirror room. That's what you said, isn't it? Yeah. But you're allergic to opiates, Simon. Opium. You didn't take the morphine at all, did you? Well, no, I didn't. Kate did, though. I thought you were trying to outdo each other. That was the point, wasn't it? We weren't trying to outdo each other as such. Go on. Ryan wanted me to test Kate. To see how far she would go to be prime candidate. What candidate? Prime candidate. It means the best person in the group, basically. What do you mean, test her? But you do it in pairs. One person's the tester, it's me, and the other person's the... Victim? Well, it's not like that. It's completely consensual. It's just boundary testing. Ryan wanted me to test Kate. Because they thought she was the best student? Well, maybe. I don't know. I just did what I was told, okay? Except you decided to give her morphine. To break the law. Well, I can't change that now, can I? She didn't die of a morphine overdose, did she? She died because she drowned. But she drowned for reasons that aren't clear. Atlas seemed to have this all neatly worked out. If Simon's telling the truth, Atlas are lighting the fuse and then retiring to a safe distance, letting students test themselves and push themselves to their limits while avoiding all comeback. Is this what happened to Kate? Es kann sein. Simon berichtete Jenks von den Spitzenkandidaten. Thank you. Probably be back later. Jetzt fragen wir sie auch alles. Do you know about the mirror room at Atlas? Mirror room. No, I heard about it, but I think it was only for the students later on in the course. Something like that. Strange question. Have you ever known of anyone selling dried poppy pods? Poppy pods? Don't think so. Isn't that opium? Kind of. It's okay. Do you know what a prime candidate is at Atlas? Yes, it's what every student wants to be. It's the best student. Apparently you get a great high-paid job afterwards. I don't think that really happens, though. Did you know anyone in the running to be prime candidate? What, like Simon? I don't think they picked Simon, to be honest. Well, he's got too many morals, and you can't have both at Atlas. Weiß über Spitzenkandidaten Bescheid, dachte nicht, dass Simon Spitzenkandidat ist, glaubt, dass Moral und Atlas unvereinbar seien.
Vielleicht hat deswegen Simon irgendwie eine komische Aktion gemacht mit Kate und sie auch getötet, vielleicht aus Versehen. Kann auch sein, dass es aus Versehen war, um dazu zu gehören. Moral und Atlas sind unvermeidbar. Thank you. Probably be back later. Jetzt haben wir auch eine Info über diese Spitzenkandidaten. Was geht denn da ab, Mann? Wir fragen mal direkt wieder hier von Anfang an. Fangen wir bei James an. Vielleicht weiß er was über Spitzenkandidaten. Vielleicht hat er was gehört. Ask you a couple more things, please. Okay, das war's mit James. That's all for the moment. Thank you. Dann gehen wir zu Paul. Ja, ich muss alle fragen. Sagen es doch auch gerade. Alle fragen, alle befragen. Gehen wir zum Brandon Haus. Just a few more questions, if you don't mind. What are prime candidates? The best of the bunch. The peaches. And so what does it mean to be a prime candidate? Success. We have a special relationship with many major international companies. We provide them with our best students. And they get an instant job. And what do you get out of it? Well, it's a little kickback. It's just business, Inspector. Spitzenkandidaten sind die besten Studenten und erhalten einen gut bezahlten Job. Und Atlas erhält eine Rückvergütung. Sollte doch eigentlich für das beste Interesse sein für Atlas, hier diese Spitzenkandidaten hier auszubilden. Be back later on, if that's okay. Was sagt Rebecca dazu? Sie weiß doch bestimmt was. Bing. Ask about a few more things, please. Ich habe ja auch so ein Ding-Geräusch irgendwo gehabt. Ja, da ist er doch. Hat doch irgendwo so einen Sound gehabt. Wusste ich doch. So, was kann ich befragen? Kandidaten. Do you know what a prime candidate is? At Atlas, it's the best student. And what does that mean? It means they get a guaranteed job with a very good salary. Well, that's the idea anyway. But? Mostly they aren't up to it. And what happens then? They get sacked. Sie werden entlassen. Spitzenkandidaten sind die besten Studenten. Sie behalten einen garantierten Job mit gutem Gehalt. Die meisten Studenten sind der Aufgabe jedoch nicht gewachsen. Und gescheiterte Spitzenkandidaten werden gefeuert. Aha. Thank you. Probably be back later. Ja, ich glaube, ich muss jetzt zu Ryan, oder? Geh mal die Tür rechts, bevor wir zu Ryan gehen. Vielleicht ist da noch was. Okay, da ist nichts. Gehen wir zu Ryan. Was hat er uns zu erzählen? Couple more questions, if that's okay. Der Scheck. Would you like to explain what this is, please, Ryan? £500 intended for Kate. It fell out of your car. At least I assume that's your car on the driveway at Brandon House. I suppose so. So why were you going to give Kate £500, Ryan? It was just a little incentive, that's all. Just a little incentive. Not very little, Ryan. £500. She was a very good student. We heard that she was leaving.
You wanted to give her something. But you didn't. Well, obviously not. Are you sure there wasn't any other reason you might want to give her this? Personal reason? No! Well, I'd like to keep hold of this for a little while, if you don't mind. Well, don't consider it a bribe, will you, Inspector? Es war Geld gedacht als kleiner Anreiz für Kate, denn er hat gehört, dass Kate Atlas verlassen wollte. Er hat aber keine Hintergedanken bei der Übergabe des Geldes gehabt an Kate. Ich glaube, das war wegen der Erpressung. Know anything about poppy pods? Come across anyone selling them or anything? Poppy pods? Well, don't tell anyone, Inspector, but I hear that you can make opium out of those. Why do you ask? Doesn't matter. Okay, die Spitzenkandidaten. Jetzt bin ich gespannt. Now, tell me what a prime candidate is. You're learning a lot, aren't you, Inspector? Prime candidates are simply the best students, the ones with the most potential. And what benefits do they get from that? Well, they get the top job. Which is? Well, we have a deal with various multinationals. We train students to be exceptional, truly exceptional. And they get a wonderful top job. It seems a very simple deal. And how do you decide who the prime candidate is? Do you test students? No. Did you ever, say, ask Simon to test Kate, for instance? Oh, you've actually been speaking to Simon, haven't you? I really wouldn't trust anything that Simon Thompson says. You know, he spent the best part of 2 months trying to undermine Kate. No. Now, Simon Thompson, it really isn't my place to speculate, but if you're looking for motives, Inspector, he certainly had a few motives. More than I. A motive to kill her, do you mean? Now, that's very interesting, Inspector. Well, that's up to you to decide. Die besten Studenten waren Spitzenkandidaten. Alle hatten einen sehr attraktiven Job. Das ist alles sehr... Das haben die anderen auch gesagt, also bestätigt. Die Studenten werden nicht getestet. Hat Simon nie gebeten, Kate zu testen. Simon hatte versucht, Kate zu hintergehen. Auf jeden Fall die Sache mit dem Geld ist 100% ist das hier eine Lüge. Geld gedacht als kleiner Anreiz für Kate. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich irgendwas finde. Die Studenten werden in keiner Weise gezwungen oder bestochen. Aha. So, students aren't coerced or bribed in any way, except Kate. I'm not sure what you mean. You said you were going to give Kate the £500 as an incentive. That's coercion, isn't it? I really don't think you could call it coercion, Inspector. It was an incentive, that's all, a little encouragement. So, how often do you use incentives? Okay, incentive is probably the wrong word. The money was just to see how Kate would respond. It was part of her assessment. Assessment? We have to assess students as they progress. We don't use conventional methods like sitting an exam or anything like that. People pay for this course per session. We have to know if they're committed or not. So you're assessing their progress and testing their commitment? Yes, we are. We have to. This is a business, not a charity. So Ryan's claiming the money was part of Kate's assessment. And did this assessment also involve threshold testing, I wonder? Or was the money for something else?
This is a business. A business. Studenten werden nicht getestet. Das ist doch auch was. Die wurden doch getestet. Irgendwas hat er gesagt. Was hat er gesagt? Eignungstest. Die werden doch getestet. Aber jetzt sagt er, die werden nicht getestet. Gab Kate das Geld, um sie zu testen. Aha. Well, which one is it, Ryan? Do you test students or not? Well, some of them, yes. Including Kate? Yes. Why was she being tested? She was being tested because we wanted to see if she was good enough to become prime candidate, okay? So Kate was in the running to be prime candidate? Yes! And did you ask Simon to test her? Yes, I did. But I didn't ask him to do anything stupid. He knew it was against course rules. How far did you ask him to push her? I didn't ask him to push her. I asked him to test her. There's a huge difference! Eieiei. If Simon decided to give her too much caffeine or morphine or whatever, that's his responsibility. So if he did anything wrong, it was his own responsibility. He did it with his own mind and his own hand. We had nothing to do with it.